Plinius der Ältere ist wahrscheinlich allen bekannt. Plinius der Ältere stirbt beim Vulkanausbruch des Vesuv 79 nach Christus bei einer Rettungsaktion, die ihn berühmt machte. Er war Flottenkommandant und er fährt sozusagen nach Pompeji, um dort Menschen zu retten. Also im Grunde ein wunderbares humanitäres Anliegen, das für ihn tragisch endete. Es gibt dazu einen wunderbaren Bericht. Dieser Plinius war auch Militär und in seiner Jugend als Militär war er sogar in Germanien, möglicherweise sogar im Innersten Germaniens. Und diesem Plinius verdanken wir eine wunderbare Schilderung tatsächlicher römischer Distinktionsmittel. Distinktionsmittel heißt also Mittel, mit denen man den ungeheuren Rangunterschied zeigt, mit denen man seinen Reichtum zeigt. Man würde nun meinen, dass er von Gold- und Silbergefäßen spricht. Nein, er spricht von etwas ganz anderes. Er spricht von steinernen Gefäßen, von Halbedelstein- oder Edelsteingefäßen. Es handelt sich dabei um Gefäße, die man dann später beispielsweise im Mittelalter nicht mehr herstellen konnte und die deshalb bis heute im Domschatz etwa von San Marco in Venedig eine herausragende Rolle spielen. Sie wurden immer wieder geflickt, sie wurden weiter tradiert. Sie waren auch das Wertvollste, das man im Mittelalter hatte. Warum? Steingefäße sind sehr, sehr schwer und aufwendig herzustellen. Man muss die ganz lange Zeit polieren, man muss sie schneiden. Sie sind vor allem sehr, sehr hart. Achat ist ein sehr, sehr harter Stein. Die Römer beherrschten das meisterhaft, aber selbst in Rom waren diese Gefäße unheimlich wertvoll. Und Plinius nennt uns auch einen Preis oder mehrere Preise. Ein Gefäß, das ein Senator nicht weitervererben wollte und deshalb zerschlug, kostete 300.000 Sesterzen. Zum Vergleich, der Jahresverdienst eines Legionärs lag bei 900 Sesterzen. Also ein Legionär hätte 300 Jahre arbeiten müssen, um sich eines dieser Steingefäße zu kaufen. Er nennt noch einen anderen Preis, 70.000 Sesterzen für ein einfacheres Gefäß. Aber er sagt uns auch, Nero, der Kaiser, hat natürlich die tollsten Gefäße und die sind bis zu 1 Million Sesterzen wert. Und nun stellen wir uns die Frage, wie kommen solche Halbedelsteingefäße ins Innerste Germaniens? Wir kennen nämlich nur 3 dieser Gefäße. Eines in Köln, das kann man eigentlich noch zum Römischen Reich rechnen in gewisser Weise. 2 aber im Innersten Germaniens und die ausgerechnet nur wenige Kilometer voneinander entfernt an der Unstrut. Eines, der Griff eines Kyphos, also eines römischen steinernen Bechers, von Nebra. Wir sind ganz nahe der Himmelsscheibe, aber in einer ganz anderen Zeit, nämlich im 1., 2. Jahrhundert nach Christus, also mehr als 1600, 1800 Jahre von der Himmelsscheibe entfernt, aber räumlich nicht weit entfernt. Das zeigt, diese Engstelle der Unstrut war immer schon ein ganz besonderer Ort. Und das andere stammt von Klein-Jena. Dort befindet sich eine Siedlung und im Umfeld dieser Siedlung wurde ein kleines steinernes Fläschchen gefunden. Beide Funde sind ausgeackert, das heißt, es sind Lesefunde. Wir wissen nicht, wozu sie gehören, zu einer Siedlung oder vielleicht sogar zu einem fürstlichen germanischen Grab. Da haben wir bislang keine Hinweise, weil wir auch nicht metergenau wissen, wo das Gefäß herkommt, sodass wir bislang keine Nachgrabungen an dieser Stelle durchführten. Die Gefäße selbst dienten wahrscheinlich verschiedenen Zwecken. Das kleine Gefäß war möglicherweise ein Salb- oder Parfümfläschchen, das dann vom Boden her durchlocht wurde, sodass man es möglicherweise sogar auch als Anhänger tragen konnte. Der Skyphos selbst war sicherlich zum Trinken gedacht. Und da müssen wir wissen, dass die germanischen Fürsten, also die Reichsten der Reichen in Germanien, die sich allerdings erst rausbilden in der sozialen Differenzierung, nachdem sie mit Rom in Kontakt kommen, dass die häufig silberne Skypher, also silberne römische Becher benutzten, dass diese häufig auch über Goldfunde verfügten. Wir haben das ja am Fürstengrab von Profen gesehen, durchaus auch Goldfunde wie Fuchsschwanzketten, die aus dem Römischen Reich selbst kommen. Und diese Germanen, und das ist jetzt nicht unwahrscheinlich, können nicht nur so tolle figurale Becher wie Hubi
benutzt haben, sondern sie können natürlich auch Glasbecher benutzt haben, wie wir das von Gommern kennen, aber natürlich auch als allerhöchstes ein Halbedelsteinbecher wie den Achatbecher hier von Nebra. Dieser hätte dann allerdings in Rom und damit wahrscheinlich auch in Germanien einen Wert gehabt, der den gesamten Inhalt des Gommerner Grabes übertroffen hätte. Und das ist natürlich etwas Spektakuläres. Sie sehen, ein so ein kleiner, unscheinbarer Griff zeigt uns möglicherweise einen Schatz, der größer ist als der größte Schatz, nämlich Gommern, den wir bislang überhaupt aus dem freien Germanien kennen. Und so ist es immer wieder wichtig, dass auch unsere Ehrenamtlichen über die Felder laufen und so unscheinbare Funde aufsammeln, denn dahinter verbirgt sich möglicherweise eine grandiose Geschichte, die zu den germanischen Fürsten führt, zu germanischen Fürsten, die weit hinter den Linien der unmittelbaren Nachbarn des Limes sitzen und die möglicherweise römische Geschenke deshalb erhalten, um diese Germanen anzugreifen, abzulenken, um Rom zu unterstützen. Oder aber, und das wäre eine andere Interpretation, diese fantastischen Schätze stammen aus einer Plünderung, etwa im Limesbereich von großartigen Villen. Aber das halte ich für nicht so wahrscheinlich, denn da müsste man schon die Villa eines Statthalters erwischen. Das sind Dinge, die wir eigentlich an den Tafeln der höchsten Ränge in Rom erwarten und eben auch bei den höchsten Rängen in Germanien.